Zusammen mit unserem Partner Mahle haben wir vor kurzem die Werkstatt der Zukunft gesucht. Und ganz viele von euch Fabuka Pro-Usern haben mitgemacht und uns berichtet, wie ihr eure Werkstatt fit macht für die Zukunft. Zusammen mit Mahle haben wir 3 Gewinner ausgewählt und einer davon ist Michael Dittmar. Michael Dittmar ist Mitwerkstattbetreiber hier bei Dittmar und Stachowiak in Bochum und hat vor über 14 Jahren bereits schon angefangen, an Hochvoltbatterien zu arbeiten und ist tatsächlich auf dem Werkstattgebiet einer der Pioniere im Bereich der Elektromobilität, wovon er heute vor allem halt auch profitiert. Wie genau er das gemacht hat, wie das kam und wie er seine Werkstatt fit macht für die Zukunft, das erzählt er uns jetzt. Also kommt mit! Ja, grüß dich. Grüß Michael, dich. Hallöchen. Hi. Ja, alles gut? Ja, sicher. Schön, dass wir hier sein können bei dir. Gerne, gerne. Ich habe dich vorgestellt als einer, der ganz früh mit dabei war bei der Hochvoltbatterie, bei der Elektromobilität. Vielleicht kannst du mal kurz abreißen. Was machst du? Wie kann man sich deine Werkstatt vorstellen? Genau so kann man sich die Werkstatt vorstellen. Ja, was mache ich? Wir haben 2010 angefangen, tatsächlich mit Elektromobilität, mit den ersten Schulungen. Ja. Damals gab es noch gar keine Elektromobilität. 2013 kam dann die Post, die auf uns zugekommen sind, haben mit uns einen Vertrag gemacht und das hat sich immer wieder weiterentwickelt, sodass wir schon 2014, 2015 die ersten Batterien aufgemacht haben. Und haben dann 16 einen Vertrag gekriegt, auch zur Batteriereparatur mit den Postautos. Und es kommen auch immer mehr andere dazu. Ja. Und wenn wir die aufmachen, stellen wir fest, kochen alle mit dem gleichen Wasser. Die Post hat ja 23.000 oder 24.000 von diesen Autos auf der Straße, die müssen gewartet werden. Da gibt es natürlich noch viele Kollegen, die die Autos auch reparieren. Ja. Aber wir sind eine von den allerersten Werkstätten, die diese Autos repariert haben. Da kann ich mir natürlich vorstellen, ist es ja so, dass wenn ihr das jetzt schon seit fast einem Jahrzehnt macht, da habt ihr ja vieles dann halt auch schon gesehen. Ne? Also an Problemen, die es vielleicht gibt mit einzelnen Batteriezellen vielleicht oder sowas halt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich habe schon alles gesehen, aber wir haben wirklich viel gesehen. Ja. Wir machen im Jahr 200, 250 Batteriereparaturen. Okay. Und da siehst du alles Mögliche. Man muss auch immer im Kopf behalten, wir reparieren Autos. Da ist einfach nur ein anderer Antrieb drin. Also jetzt ist es immer noch ein Auto, was repariert wird. Und wir reparieren eben auch den Elektroantrieb. Und jetzt tatsächlich kommen die ersten Autos, knapp über 8 Jahre, Garantie abgelaufen, Kulanz abgelehnt. Und dann kommen wir ins Spiel. Also wir haben so 30-35% Elektrofahrzeuge. Okay, schon. Wo die Post natürlich, klar, Ja. großer Beitrag dazu ist. Aber wir haben auch andere Fahrzeuge. Die Leute sehen, wir machen die Autos und dann bringen die auch den anderen Wagen zu uns hin. Hier steht ja einer, ne? Ist ein Street Scooter. Das ist ein ne? Street Scooter, Aber ja. hier auch ein E-Auto. Das ist ne? auch ein E-Auto, ein Citroën Ja. C0. Okay. Das ist jetzt dieses Beispiel, was ich gerade angesprochen habe. Der ist 8 Jahre, 4 Monate, Ah ja, okay. 40.000 Kilometer gelaufen, 40 erst, ja. hat was plötzlich Reichweite verloren. Und der Kunde ist zum Vertragshändler hingefahren, wo er jedes Jahr hingefahren ist, Ja. hat jedes Jahr sein Stempelchen abgeholt. Ne? Bei einer Batterie, was soll ich da für eine Wartung machen? Garantie abgelaufen, 8 Jahre, Kulanz abgelehnt, Kostenvoranschlag 20.000 Euro. 20.000 Euro. 20.000 Okay. Euro. Fahrzeug hat gekostet vor 8 Jahren 18.000 Euro. Wow. Also einen totaleren wirtschaftlichen Totalschaden gibt es eigentlich gar nicht. Also 20.000 Euro Batterie im Eimer, sag ich mal. Und was hast du jetzt gemacht? Also Citroën sagt, Ja. es gibt nur die komplette Batterie. Ja. Und wir haben jetzt die Batterie ausgebaut, haben die da vorne auf den Tisch gelegt, Okay. Ja. machen die auf und gucken da rein, was wir machen können. Und man kann da durchaus über Messungen rausfinden, was dran kaputt ist. Wir können auch nicht alles machen, Ja. das ist klar. Aber wir können einen Großteil machen und hatten in dem Fall jetzt sogar Glück. Es ist eine Batteriezelle kaputt von 80. Hast du die hier? Du sagst ich da da. hinten? Ja, komm, lass mal gucken gehen. Ja, okay. Darf ich hier rein? Muss ich Du darfst hier rein, Okay. es ist nichts anpacken, nur gucken. Ja. Es ist abgeschaltet, also wir sind jetzt im Bereich hier, wo keine Gefahr mehr davon ausgeht. Deswegen habe ich auch keine Gummihandschuhe an. Okay. Das hatten wir vorher alles schon. Muss man ja dazu sagen, sonst wird gerne nochmal gemeckert. Ne? Absolut. Ja, klar. Also Ja, wir ja. sind hier deutlich unter 60 Volt. Deswegen kann da nichts passieren. Was ist denn jetzt los? Also was Ja, wir haben denn jetzt gemessen hier. Man sieht hier immer ein so ein lila Block hier. Ja. Ist eine Batteriezelle. Die sind jetzt hier in Reihe geschaltet und dann sind mehrere parallel, dass insgesamt ungefähr 400 Volt dabei rauskommen. Ja. Die müssen auch alle super gleichmäßig die Spannung haben. Die dürfen nicht mehr als 40, 50 Millivolt Differenz haben. Sonst sagt die Batterie, da stimmt was nicht. Dann fängt die an zu balancen. Dann macht die Zellen einzeln voll. Und wir haben jetzt festgestellt, diese eine Batteriezelle hier, da wo ich Defekt drauf geschrieben habe, die ist defekt. Die ist defekt, die hat nämlich nur 2 Volt. Wenn ihr möchtet, kann ich euch das auch mal zeigen. Können wir mal eben messen.
So, jetzt fange ich mal an hier bei einer Zelle, die in Ordnung ist. Also man sieht hier, die hat 4,046 Volt in diesem Fall. Und jetzt nehmen wir mal die nächste Zelle, die auch in Ordnung ist. Die hat genau die gleiche Spannung, 4,046 Volt oder 4,7, schwankt so ein bisschen. Also nicht mehr als 30 bis 50 Millivolt sollen da Differenz sein. Und jetzt nehmen wir mal die defekte Zelle hier, die haben wir rausgemessen und siehe da, die hat nämlich nur 2,11 Volt. Ja. Und dann verhält sich die ganze Batterie so, als hätte die ganze Batterie nur 2,11 Volt. Und damit ist sie quasi entladen oder tot. Die ist quasi tot. Die Zelle hier ist hin. Das heißt, am Ende wird jetzt nur das quasi neu bestellt oder das ganze Teil? Nein, oder? Nur diese eine Zelle wird ausgetauscht. Nur die Zelle wird ausgetauscht. Man sieht, die hat schon richtig dicke Backen gekriegt. Die ist schon auf dem Weg jetzt hierher und die setzt du da ein? Genau. Ich habe dann geguckt, habe so meine Quellen, wo ich Sachen herkriege, weil offiziell bei Citroën gibt es die ja nicht, aber man kann die auch so beschaffen und die ist jetzt auf dem Weg zu uns. Und wenn die dann kommt, dann müssen wir die Batteriezelle genau auf die gleiche Spannung bringen wie die anderen. Okay. Also es gibt dann Geräte, womit man sagen kann, hier, die Endspannung muss ich haben. Und dann bauen wir alles wieder zusammen. Klasse. Und dann wird der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder fahren. Und was wird der Kunde bezahlen? Also ich habe ja gesagt, die komplette Batterie kostet 20.000. Wahnsinn. Ne? Ich weiß jetzt noch nicht, was er bezahlen wird, aber ich gehe davon aus, er wird keine 10% davon bezahlen. Krass, ja, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja. Jetzt machst du das ja schon ein paar Jahre, aber wenn jetzt da draußen andere Werkstätten sind, die jetzt gerade mal überlegen, damit anzufangen, weil es dann ja doch, du sagst 8 Jahre Garantie, da kommt vielleicht jetzt der eine oder andere und so weiter. Was hast du denn da für einen guten Tipp? Also wann muss man vielleicht auch investieren, um einfach damit zu starten? Also der wichtigste Invest ist, die Angst zu verlieren. Ja. Die Angst zu verlieren vor der Elektromobilität, da kommt irgendwas Fremdes. Also wir reparieren nach wie vor Autos, da ist einfach nur ein anderer Antrieb dran und nicht bei jedem Auto ist sofort die Batterie kaputt. Also wenn ich anfange, reicht mir mein Multimeter, ich lehne mich aus dem Fenster, jede Werkstatt hat einen Multimeter, damit kann ich arbeiten. Ja, Michael, danke für den Einblick. Mit dabei ist jetzt auch Jana Leitner von Mahle und hat für diese Aktion auch eine Urkunde für dich mitgebracht. Genau, die ist von uns. Herzlichen Glückwunsch zur Werkstatt der Zukunft 2024. Dankeschön, Dankeschön. Ja, genau. Jetzt hast du eine Urkunde, bist mit einer der Werkstatt der Zukunft aus dieser gemeinsamen Aktion und hast im Vorfeld ja auch schon ein bisschen was, glaube ich, zugeschickt bekommen, alten Preisen. Ne? Also Tischkicker, was war dabei? Kühlschrank, Grillfass. Grillfass, genau. Ja, genau. Ja. Und da kann es jetzt losgehen. Eigentlich. Ja, wir haben schon einen Kicker zusammengebaut und als nächstes kommt ein Turnier. Super, ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast, dass du mitgemacht hast. Ich drücke dir die Daumen für die weitere Zukunft tatsächlich. Schauen wir mal, was da so passiert. Wir geben alles. Genau. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viele Grüße aus Bochum. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.